Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder ein Modelleisenbahnvideo und zwar Modelleisenbahnen im XXL-Maßstab. Ich bin hier in Assling, das ist etwa 30 Kilometer südöstlich von München und zwar beim Dampfbahnclub Assling, bei dem hier Besucher mitfahren können und auch Clubmitglieder selber fahren und natürlich auch Gäste Lokomotiven mitbringen können in verschiedensten Maßstäben und es sind hier die tollsten Lokomotiven im Einsatz. Ich werde dann gleich Näheres zum Gleissystem erklären und Verschiedenes mehr. Jetzt lassen wir erstmal ein paar Eindrücke wirken von der Anlage selber, von diesem wunderschönen Areal. Das sind ungefähr 5000 Quadratmeter, auf denen diese Anlage errichtet wurde. Und auch dazu gibt es später noch ein bisschen was Näheres. Auf der Anlage des Dampfbahnclubs gibt es auch einen richtigen Teich mit Goldfischen und mit Seerosen und mit einer richtig großen Brücke, wo jetzt hier gerade der Zug nochmal drüber fährt, den wir gerade angeschaut haben. Auch ein Original F-Haus ist hier aufgebaut und jetzt kommt hier gerade wieder eine Lok vorbeigefahren. Hier gibt es einen großen Tunnel, aus dem wirklich auch Lokomotiven rauskommen. Nächste. Wie bei einem richtigen Bahnhof gibt es hier auch einen Fahrkartenverkauf. Nachdem man hier keinen Eintritt verlangt, muss man allerdings dann halt pro Fahrt was zahlen. Aber die Preise sind wirklich sehr fair. Aktuell eine Fahrt 1 Euro, 6 Fahrten 5 Euro, 12 Fahrten 9 Euro. Das ist wirklich kein Geld. Das Gleissystem des Dampfbahnclubs Assling ist eine raffinierte Kombination aus insgesamt 4 Schienen, damit insgesamt auch 4 Spurweiten auf der Anlage fahren können. Das ist hier 3,5 Zoll, das entspricht 8,9 cm Spurweite. Das ist 5 Zoll, das sind 12,7 cm Spurweite. Dann können hier Loks im Maßstab 1:10 fahren mit einer Spurweite von 14,4 cm. Und dann ist das schließlich noch für die größten Loks 7,25 Zoll Spurweite, entsprechend 18,7 cm. Und hier für die öffentlichen Fahrtage fahren die Loks in der Regel mit Publikum nur mit 7 Zoll, damit das alles stabiler ist. Aber die Clubmitglieder können auch auf 5 Zoll fahren oder auf den kleinen Gleisen mit 3,5 Zoll. Und so läuft das hier alles relativ schön. Auch die Weichen sind hier sehr aufwendig genau für alle Spurweiten ausgelegt und können hier wirklich alle Spurweiten befahren. Ist sehr raffiniert gebaut. Und eine dieser Weichen ist vom Club sogar mit Seilzugantrieb, der hier sogar jetzt gerade betätigt wird, wo dann eben tatsächlich dann per Seilzug das vom Stellwerk drüben, hier verschwindet es im Untergrund und hier drüben ist das Stellwerk, in dem die Hebel tatsächlich bedient werden. Auch die anderen Weichen des Dampfbahnclubs werden vom Stellwerk aus bedient, allerdings mit Druckluft und nicht per Seilzug. Jetzt bin ich hier im Stellwerk und wir lassen den Stellwerkhebel mal hier betätigen. Dann sieht man, wie der sich hier wirklich dreht und per Seilzug dann die Weiche betätigt wird. Das ist hier der Hebel. Alles mechanisch, die anderen arbeiten mit Druckluft, habe ich mir vorhin schon sagen lassen. Und das alles ist hier aus dem Originalstellwerk in Asslingsmeister entnommen. Und hier sogar die ganze Einheit ist aus dem Stellwerk von Assling vom Bahnhof. Und auch hier der Fahrkartenverkauf. Und das Originalfenster, habe ich gehört, ist auch aus Assling übernommen worden und lebt hier weiter, weil der Asslinger Bahnhof ja nur noch als S-Bahnhof, als kleiner Regionalbahnhof existiert und ansonsten eben Schattendasein führt und hier lebt er eben wirklich weiter. Das ist wirklich schön. So, jetzt gibt es mal eine Runde Fahrt. Ich glaube, 1 Kilometer ist das insgesamt der Runde. Ja, knapp 1 Kilometer.
Und das ist hier eine Betriebs- und Rangierlok, die der Club selbst gebaut hat. Die wird elektrisch getrieben mit 2 Autobatterien, A12 Volt in Reihe geschaltet. Jawohl. Und wie lange fährt man da mit einer Batterieladung den ganzen Tag? Na, ungefähr 3 Stunden. 3 Stunden. Je nachdem, wie wir es gelohnt haben und wie viel Leute da eingeholt haben. Das ist also Gewichtsanlage. Okay. Ja. Lass mich tun aus. Ja. Jetzt geht's los. Ja, jetzt. Der Zug fährt ungefähr 7-8 Stundenkilometer, oder wie schnell fährt der? Ja, eher 4. Eher 4. Ja, wir fahren eine Schrittgeschwindigkeit wegen die Unfallsachen. Weil Kinder sich. Ja, eben, das ist ein großes Risiko hier an der Anlage, aber das habt ihr gut im Griff. Hier über eine Brücke. Richtige Stahlkonstruktion, Ja, die der Club auch gebaut hat. TÜV abgenommen. Also alles, was auf dem Gelände ist, ist TÜV abgenommen. Ja, ist natürlich das Problem, mit Publikum muss das auch sein. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum ersten Höhepunkt der Anlage. Ja. Jetzt geht es hier in ein Tunnel rein. Jetzt sind wir dann gleich im Dunkeln. Ist gut munkeln. Da haben wir nichts dabei. Das war auch wunderschön gebaut. Oh, da ist noch Qualm von der letzten Dampflok. Jawohl. Und die Lok fährt jetzt mit 7,25 Zoll Spurweite. Jawohl. Personentransport nur auf 7,25 Zoll. Was für Fahrzeug davon drauf ist, ist egal. Das ist eine rechtliche Situation. Nur Club selber, wenn er keine Personen befördert, für sich allein, die fahren dann mit kleinerer Spurweite. Ich habe mir vorhin schon sagen lassen, die können selbst die 3,5 Zoll Spurweite kann man sogar fahren. Hätte ich fast nicht geglaubt, dass die schmalen Spuren mit nur knapp 9 cm Breite so stabil sind, dass das Gleichgewicht sauber ist. Aber da muss man sich wahrscheinlich halbwegs ruhig halten, damit nichts passiert. Genau. Und darum macht man das nicht zum Fahrbetrieb. Ja. Du kannst also mit 3,5 Zoll die Lok bestücken und die Waggon müssen aber 7,25 Zoll sein. Das ist also möglich. Jetzt geht es hier am Bahnhof wieder vorbei, um einen wunderschönen kleinen Weiher vorbei, mit Goldfischen, mit Seerosen, mit Brücke. Das ist wirklich auch wunderschön gemacht hier in diesem Gelände. Fischen, ich fahre jetzt langsam. Toll. Der ganze Park ist wunderschön angelegt, in mühevoller Arbeit, mit Wasserfall sogar. Mit Schilf, mit Blumen. Da, das ist Rettet die Bienen, das ist hier auch gewährleistet. Nein, das ist alles Selbstanflug, das ist Selbstanflug. nicht angesehen. Aha. Wir haben also immer schon bestrebt, dass alles wachsen darf, was bei uns. Freunde, was macht es da? Das ist gefährlich da. Obachten, gell? Wie lange sind Sie schon dabei im Dampfbahnclub? Ich bin Gründungsmitglied. Wann war das dann? Mein angefangen haben wir 75, 74, 73. Die ersten paar Meter hinter dem Führer. Und seitdem haben wir bestrebt, dass das selber wieder funktioniert. Ja, und es wächst um die Zeit und jetzt kommt was Neues dazu, Genau. wenn man Zeit hat. Ja, wir Damit man haben, das Ganze auch finanzieren kann, dafür verlangt man halt ein bisschen nicht den Eintritt, das ist bei Ihnen ja frei, sondern Fahrkarten pro Fahrt 1 Euro, das ist wirklich fair. Und wer mehr fahren will, hat auch hier dann nochmal Ermäßigung. Und hier ist ein altes F-Häusl aufgebaut, habe ich vorhin auch schon mal ein Video gezeigt. Und
Das war, glaube ich, sogar mal eine Zeit lang im Betrieb, wo man sogar zum Stellwerk telefonieren kann. Ja, habe ich mir mal sagen lassen. Da haben wir da noch eine Weiche gehabt. Also die Weiche ist ja jetzt weggekommen mit der Erneuerung vom Rundumgleis. Aber wir werden es wieder in Betrieb setzen. Können Telefonmasten. Das ist alles wieder ein Aufbau. Aber wir haben ja Großteil noch in der Arbeit. Ja, klar. Man macht das ja hier nur als Hobby. Das muss man hier betonen, dass das alles andere als gewerblich ist, dass das wirklich nur ein schönes Hobby ist, das hier getrieben wird. Mit viel Liebe zum Detail und viel Freizeit, die man opfert. Und die Lokomotiven werden ja auch selber gebaut. Jetzt geht es hier noch eine Runde um das Betriebswerk rum, um den Lokschuppen mit Betriebswerk, mit Drehscheibe, der noch im Bau ist. Teilweise ist er fertig, aber teilweise ist er noch im Bau. Den schauen wir uns nachher auch gleich an in der nächsten Runde. So, da kommt jetzt der Platz zum Anheizen. Der ist auch teilweise fertig, damit man auf die Gleise dann die Loken vorbereiten kann. Abschmieren, Kohle und das ganze Zeug. So, jetzt müssen wir auf den Verkehr warten, weil das ist unser Problem. Drüben ist jetzt richtig Stau. Ja. Den wir dann ja wahrscheinlich auch bald reinfahren. Ja, wir fahren jetzt ganz gemütlich am Berg auf. Wir genießen das. Das ist also ein Original-Telefonhaus. War früher besetzt in der Strecke Grafing Ostermünchen. Also auch hier im Landkreis, an der Grenze zum Landkreis. Ostermünchen gehört ja nicht mehr zum Landkreis Eversberg. Ja, genau. Und das war noch im Landkreis Rosenheim. So, da ist unsere Quelle da herum. Das ist eine echte Quelle, das heißt, es wird nicht irgendwie maschinell, sondern es kommt wirklich aus dem Quellwasser. Das ist schon eine Umpumpung vom Weiher. Aber schön gemacht. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Bahnhof, jetzt haben wir dann eine Runde fertig. Das waren jetzt circa 8 Minuten, die wir jetzt gefahren sind. Müssen wir warten. Circa 1 Kilometer die ganze Runde. Und wunderschön gemacht. Und es hat wirklich Spaß gemacht hier. Müssen wir warten, bis die Weiche gestellt ist. Mit dem Seilzug, das haben wir vorhin auch schon mal erklären lassen und auch schon mal im Detail gezeigt, dass die hier noch wirklich per Seil angetrieben wird vom Stellwerk aus. Und da kann man ja hier noch mal etwas näher fahren, dann sehen wir die Weiche, wie es jetzt gleich dann hoffentlich für uns auch noch mal gestellt wird. So. Die Weiche ist gestellt. Dann schauen wir mal, ob sie uns reinlassen. So, jetzt dürfen wir am Bahnhof reinfahren. Ich muss schnell was richten. So, jetzt fahren wir rein am Bahnhof.
So, Zug steht, auf und absteigen und eine Ruhe geben. So, danke für die schöne Fahrt. Und hier gibt es jetzt eine E-Lok, E94. Kommt nicht so gute Chance an. Wie viel Wasser passt da in den Tank? Da sind 22 Liter Kiste. 22 Liter. Wie lange fährt man dann damit, wenn es voll ist? Eine Stunde? Halbe Stunde? Kommt auch das Gewicht drauf, wo es Kommt sitzt. drauf an, wie viel Okay. Zeug da hinten drauf ist. Und hier geht es ins Betriebswerk des Dampffahrclubs Astling, wo die Loks repariert werden und gewartet werden und abgeschmiert werden. Das ist eine Einfahrt und das befindet sich hier unter dem Gebäude des Clubs. So, jetzt gibt es einen Blick in die Werkstatt vom Dampfbahnclub Astling. Da ist also hier eine Klappe zum Reinfahren, damit man die Loks auch reparieren kann. Und ich bin hier bei Karl-Heinz Donauer, das ist der Vorsitzende dieses Vereins, der Vorstand. Und wann habt ihr angefangen mit diesem Club? Das war 1992. Wie kam das, die Idee, dass man sowas macht? Mein Vater hat so eine Lok gebaut. Genau die gleiche, was da unten steht. Aha. Amerikanische. Ja. Und zwar Das ist 5 Zoll oder was ist das jetzt hier? 3,5 Zoll. 3,5 Zoll. Aha. Der Reitmeier Paul war ein Deutsch-Amerikaner. Der ist vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert und ist nach dem Zweiten Weltkrieg 1959 wieder zurückgekommen und hat zwei so Loks mitgebracht und ist dann in Großkarolinenfeld drin, hat also einen Gleisbau gehabt und ist gefahren. Und mein Vater hat das gesehen und dann hat es ihn so quasi erwischt. Da hat er gesagt, sowas möchte ich auch haben. Dann ist er da mit dem Paul zusammengekommen und dann hat er da das Bauen angefangen. Und dann ging das hier in dem Gelände direkt an der Stelle schon oder woanders? Nein, dann haben wir lang mit der Mobilanlage gefahren. Wir haben 100 Meter Gleisoval gehabt. Da waren wir in München, waren wir Olympiagelände, im Schwarzwald waren wir, in Dresden waren wir mal. Wir haben da weiß Gott wo eingeladen worden. Und wir wollten immer schon ein Gelände. Aber nie ist was mit einem Grundstück zusammengegangen. Haben immer gesucht und gesucht, geht nicht, geht nicht. Da darf man nicht hin, da geht's nicht, da geht's nicht. Und das war dann 2002, waren Wahlen bei uns, Landrat, Kommunalwahl? Kommunalwahlen. Und dann ist das auf einmal ins Laufen gekommen. Und dann haben wir da hier hinten haben wir das pachten können von der Gemeinde. Das ist also im
Außenbereich von Astling neben dem Das ist Sportplatz. eigentlich Außenbereich, ja. Und das sind, glaube ich, ungefähr 5000 Quadratmeter hat das Grundstück, glaube Zuerst ich. haben wir mit 3000 Quadratmeter angefangen, 3500 Quadratmeter sowas. Und 2002 haben wir einen Spatenstich gehabt und da haben wir dann angefangen. Und da ist das nachher weitergegangen. Es hat leider der Vater nicht mehr erlebt, weil der 2000 gestorben ist. Und vor, wie lange ist es jetzt her? 6 Jahre, 7 Jahre, haben wir nur mal über 1000 Quadratmeter dazu gekriegt und haben wir unsere Anlage erweitern können. Da ist dann inzwischen auch ein Ringlockschuppen hingekommen, den schauen wir uns später an. Ja. Und der Drehscheibe ist da schon Ja. halbwegs im Einsatz, da wird gerade noch weitergebaut. Da werden wir nachher auch was erklären. Vielleicht kurz, was ist hier alles an Werkzeug verbaut? Drehmaschinen, alles mögliche, was man so braucht zum Reparieren der Lokomotiven. Und hier zum Beispiel die Baureihe 82. Da ist, glaube ich, momentan, habe ich vorher gehört, der Kessel nicht mehr ganz in Der Ordnung. Überhitzer. Der Überhitzer. Der Überhitzer ist kaputt gegangen. Die ist gerade in Reparatur. Der Anderl, unser zweiter Vorstand, der ist der Werkstattmeister da herin. Der ist Werkzeugmacher gewesen, der ist in Rente schon und der ist eigentlich der Mann, der da herunten alles managt und macht und repariert. Er hat Zeit und er hat auch das Können dazu. Zeit ist immer so eine Sache. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel Zeit, Zeit ist weil das das ja größte alles in der Problem. Freizeit entsteht. Das ist ja hier keineswegs ein kommerzieller Betrieb. Aber wenn es heute so ausschaut, weil viele Leute da sind an diesem Fahrtag, 6 bis 8 bis 10 Mal im Jahr finden so Fahrtage statt, wo Publikum kommt, wo viele Kinder fahren. Und ansonsten macht man das ja alles hier hobbymäßig. Und hier hinten ist noch Genau. eine etwas längere Baustelle. Habe ich auch schon mal gehört, dass die schon ein paar Jahre im Bau ist. Das ist eine Baureihe 50, die im Maßstab 1:8 entsteht. Wert 1:8. Also 7,25 Zoll Spurweite. Und hier, glaube ich, ist ein Teil vom Tender schon aufgebaut, schon vorbereitet. Hinterteile, ja, genau. Untergestell, Oberbau. Aber auch da ist natürlich die Frage, es kostet halt alles viel Freizeit. Und wenn man sich das so anschaut, der Kessel hier 10 mm Wandstärke, auch da ist einiges an Arbeit und das wird wahrscheinlich auch schon einiges wiegen, was hier so Genau. Das ist die vordere Kesselwand, wo dann die Rauch- und Feuerrohre durchgehen. Die muss das rein- sind schon die muss Dimensionen. reingeschafft werden. Das heißt, dann wiegt die Lok wahrscheinlich 300 Kilo komplett mit dem Tender. Ja, wenn's gute fertig 300 ist. Kilo hat die. Ja. Das braucht es aber auch, weil wir ziehen teilweise Gewichte von ein paar Tonnen. Und das bei einer Steigung von 2,8%. Ja, es wiegt ein Anhänger teilweise 200 Kilo, habe ich vorhin auch schon mitbekommen. Ja, und wenn dann, was weiß ich, auf einen Anhänger 5 Erwachsene drauf sind, da kommst du dann bei Zuggewicht von 2-3 Tonnen, bringst du schon zusammen. Gut, dann schauen wir uns nochmal die Drehscheibe und den Ringlockschuppen an. Das ist jetzt die Ausfahrt von der Werkstatt, wenn man hier rauffährt zur Anlage. Und da ist hier eine Kreuzungsstelle mit der Anlage selbst. Da gibt es dann Übergangsbleche, die gebaut worden sind, weil das hier als echte Kreuzung mit den 4 Schienen ein bisschen schwierig gewesen wäre, macht es so mehr Sinn, dass man eben dann gesicherte Überfahrverhältnisse hat. Und da geht es dann rüber zum Betriebswerk und zum Ringlockschuppen. Und hier kommt gerade die Baureihe 50 nochmal angefahren. Dann sehen wir das ja mal, wie das hier funktioniert mit dem Überfahren, mit dem Blech. Halt, das ist verkehrt, du musst umdrehen. So. Hat sich die gleich kennen und nichts die andere mitnehmen, oder? Zum Fertigbau. Wir nehmen beide mit, oder? Ach so. Wir wollen ja wieder einen Vogel zum sehen, ob das klappt. So, jetzt sind wir am Ringlockschuppen und am Betriebswerk und an der Drehscheibe. Welchen Durchmesser hat denn die Drehscheibe hier? Die Drehscheibe hat 4,20 Meter Durchmesser. Der Lokschuppen ist oder wird 5-ständig mit 5 Einfahrten, A3 Gleise. Macht mit 3 Gleise. Der ist vom Maßstab her ungefähr 1:3 wahrscheinlich, schätze so ich mal. ungefähr 1:3. Er ist nachgebaut nach dem Original, wie die früher waren mit der Oberlichten drauf. Und im Anschluss am Lokschuppen haben wir da, das wird der Anheizplatz. Das heißt also, da kommen 2 Gleise hinaus auf der Höhe.
eben über, dass man da an die Loks was reparieren kann, dass man unten rein kann, ins Fahrgestell oder sonst was, oder anheizen oder ins Schlammer, ins Schlacken oder sonst. Das wird jetzt gerade noch gemacht. Der ist auch irgendwie aus vorbildgerechten, aus echten Bahnschwellen von damals? Ja, da haben wir so Bahnschwellen gekriegt und haben wir gesagt, die nehmen wir gleich her. Da gibt dann ein gescheites Geländer rum, dass da keiner runterfällt. Aber es ist halt jetzt noch Baustelle. Und Da der, auf der Stelle da vorne, da wo jetzt die Schwellen liegen, da kommt der Rangierbahnhof noch hin. Da kommen noch einige Gleise rein und das wird noch Rangierbahnhof. Vorne haben wir dann unsere Hebebühne, wo Gastfahrer Bi- und Entladen können. das schauen wir uns nachher auch gleich nochmal an. Und dann sind wir hier eben normal im Garten, aber dann die Gleise nur so gelegt momentan. Später wahrscheinlich dann auch mal irgendwann fest. Die sind nur für das heutige Sommerfest gelegt. Die kommen dann wieder weg, dass man mit dem Rasenmäher halt wieder drüber fahren kann. Sommerfest gibt es hier auch eine Hüpfburg für die Kinder, weil die sicher nicht die ganze Zeit Eisenbahn fahren wollen, sondern irgendwann einfach sich austollen wollen. Und deshalb macht man das hier. Und es ist hier immer was los. Wie oft finden die Fahrtage statt? 6, 8, 10 Mal im Jahr? Ja, so ungefähr. Wir haben jetzt alle Monate ab Ostermontag ist der Saisonbeginn. Geht es durch bis 3. Oktober. Dann haben wir am 2. Advent der Nikolausfahrt. Und am 6. Januar ist Winterdampf. Da fahren wir eigentlich bei jedem wieder. Das haben wir eigentlich noch nie abgesagt. Haben wir schon ziemlich schlechtes Wetter gehabt mit Schnee und alles, aber das macht halt was her. Weil du halt dann von den Dampfloks richtig siehst, wie es arbeiten und der Dampf, das macht halt was aus. Und die Fahrtage sind im Internet auf der Homepage des Dampfbahnclub Asling zu finden. Ja. Da schaut man am besten immer nach, Ja. wann Fahrtage stattfinden, weil sich das auch mal irgendwann verändern kann. Heute seid ihr im Club. Ja, also auf dem Papier haben wir um die 60 und beim Arbeiten sind wir so um die 20. Gut, aber 20 Aktive, das ist schon eine ganz schöne Zahl. Ja, mit der kann man wirklich was planen. Ja. Und es war jetzt recht schön. Freut mich, hat Spaß gemacht, danke für das Gespräch. Und dann schauen wir uns jetzt einmal auf der Anlage ein bisschen weiter um. Vom Ringlokschuppen aus geht auch ein Abzweiggleis rüber zu einer Hebebühne, die man hier sieht, von der aus man mit PKWs angeliefert oder mit Anhängern oder mit LKWs dann Loks aufgleisen kann und später wieder einladen kann. Das schauen wir uns nachher auch gleich nochmal an. Und hier ist eine Hebebühne realisiert, mit der man die Loks und Wagen auf Anhänger und auf LKWs verladen kann für einen Fahrtag. Hier wird gerade ein Übergang gemacht, damit man eben sehen kann, damit man eben hier auch sauber drüber fahren kann. Was wiegt da so ein Anhänger? 200 Kilo. Wow. Der füllt alles. Ja, Dann können die exakt auf einen Zentimeter genau so hingefahren werden, wie man will, um auf einen Anhänger oder einen LKW in unterschiedlicher Höhe beladen zu können. Wo gehen die heute noch hin? Friedrichsruhe, das ist der nächste Weg, zeitlang zum Fahren. Sind das 300 Kilometer, 320? Ja, das 20 Kilometer. Jetzt sehen wir hier noch eine Sensation, eine Doppeltraktion, Baureihe 50 und 01. Beides Modelle im Maßstab 1:8. Richtig. Beide so jeweils 350 Kilo schwer. Die eine 2,60 Meter lang, die andere wahrscheinlich 2,40 Meter lang ungefähr. Das sehen wir hier gleich am Betriebswerk beim Ringlokschuppen, die Drehscheibe im Einsatz. Drehscheibe ist schon was drin.
Bilder, wo da rumplaziert. Nicht der Sonnenaufgang. Bitte was? Bilder, wo da rumplaziert. Nicht der Sonnenaufgang. Haben wir weiter oder was? Ja, ich weiß schon, was du willst. Ja? Wird doch nicht geschoben. Ja, warum? Also sein Köpf holen müssen. Ja. Hier gibt es auch vorbildgerecht einen Wasserturm, damit die Lok Wasser fassen kann. So, jetzt geht es dann gleich wieder los nach dem Wasserfassen. So, jetzt sitzen wir hier auf einer Baureihe 99 noch, die jetzt gerade betankt wird mit Wasser. Wie viel passt da rein in den Tank? 30, 40 Liter wahrscheinlich. So ungefähr, ja. Ich habe vorher schon gefragt, das ist eigentlich eine 5 Zoll Lokomotive als Schmalspurlok, die aber umgebaut wurde auf 7,25 Zoll. Für die großen Gleise, weil man ja nur bei 7,25 Zoll mit Publikum fahren darf. Und deshalb ist die Lok entsprechend umgebaut worden. Die wird hier mit Kohle befeuert. Das werden wir jetzt dann wahrscheinlich auch sehen, dass hier nochmal was nachgefüllt werden muss. Sie muss auch nochmal abgeschmiert werden, nochmal ein bisschen nachgeölt werden. Jetzt kommt der Lokführer gerade und füllt hier gerade noch ein bisschen Öl nach, damit die Zylinder gescheit geschmiert sind. Sebastian, du sagst Öl nach. Und jetzt schauen wir nochmal, wie es mit der Kohle ausschaut. Füße nach oben. Fertig.
Mit welchem Druck fahrt ihr die Lok? Zwischen 6 und 7. Und Regeldruck ist so 4,5 bis 6 Bar. Aber du brauchst mindestens 6 Bar, um den ersten Anstieg hochzukommen. Das sind 2,8%, haben wir mir vorher schon sagen lassen. Geht recht klar rauf. Und jetzt sind wir hier mit dem Wasser auch langsam fertig. Doch eine Zeit lang, was da reingegangen ist. Ja. Die Lok gehört dem Club. So, jetzt haben wir Druck, jetzt kann es dann langsam losgehen. Hier steil bergab, etwa 5,5% habe ich vorhin auch schon erfahren. Da muss man ein bisschen bremsen, weil es sonst zu schnell wird. Und hier geht es dann in einen Tunnel rein mit 2 Meter Durchfahrtshöhe. Hier ein bisschen warten, bis es weitergeht. Ganz schnell ausgelegt.
geht es unter der großen Stahlbrücke durch. Auch hier 2 Meter Durchfahrtshöhe, damit alles sicher läuft. Und hier geht es jetzt um den kleinen Golfsteig nochmal rum. Die längste Gerade. Wieder vorbei am Original-Fernmeldehäuschen. Um den Ringlokschuppen rum. Weiteres Mal am Bahnhof vorbei. Jetzt ist die Schlussrunde. Jetzt kann man da in den Bahnhof wieder reinkommen. Das ist, glaube ich, der engste Kreis, der engste Radius, der auf der Anlage verbaut ist. Etwas enger als 8 Meter. Das ist hier der Radius. Und jetzt kommen wir dann zur Bahnhofseinfahrt. Das war's mit der wunderschönen Runde. Hier wird die Weiche nochmal manuell gestellt. Oder ist schon gestellt. Wir fahren hier geradeaus. Und das waren jetzt fast 1000 Meter, die wir hier unterwegs waren.
beim Dampfbahnclub Assling mit der Baureihe 99 in 7,25 Zoll. So, jetzt steigen wir aus. Ja, recht bequem. So, das war's vom Dampfbahnclub Assling hier vom Vortag und ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal wieder vorbeischauen würden.